Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für leckere gefüllte Cannelloni-Röllchen mit einer Thunfischfüllung und Bechamelsoße überbacken im Ofen. Dafür als erstes eine kleine Möhre sowie ein kleines Stückchen Sellerie schälen und in feine Würfel schneiden. Cooper bekommt wie immer natürlich auch eine Möhre ab. Außerdem habe ich hier noch eine große Zwiebel. Abziehen und fein hacken und zum Schluss 2 bis 3 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, dann Möhren und Selleriewürfel sowie Zwiebeln und Knoblauch dazugeben und bei mittlerer Hitze für 4 bis 5 Minuten unter gelegentlichem Wenden anschwitzen. Danach 2 Teelöffel Kapern dazugeben, ruhig auch etwas von dem Essigsud dazugeben, einen gehäuften Esslöffel Tomatenmark mit in die Pfanne geben und gewürzt wird mit 2 Teelöffel Pizzagewürz bzw. italienischen Kräutern, Gewürze und Tomatenmark kurz unter das Gemüse rühren und dann löschen wir mit 100 ml Gemüsefond oder Brühe ab, die Brühe kurz unter Rühren einköcheln lassen. Und jetzt kommen die letzten Zutaten mit in die Pfanne. 2 Dosen Thunfisch in eigenem Saft, den habe ich kurz abtropfen lassen. Außerdem 500 Gramm passierte Tomaten dazu gießen. Alles einmal gut umrühren. Und danach schmecken wir die Soße noch ab. Salz, frisch gemahlener Pfeffer. Außerdem etwas Zucker dazugeben. Nochmals umrühren. Und die Soße anschließend einmal aufkochen lassen und dann vom Herd ziehen und zur Seite stellen. Danach kümmern wir uns um die Bechamelsoße. Dafür als erstes 50 Gramm Butter in einen kleinen Topf geben, die Butter bei mittlerer Hitze zum Schmelzen bringen und sobald die Butter komplett geschmolzen ist und anfängt zu schäumen, geben wir 50 Gramm Mehl dazu. Mehl und Butter jetzt mit einem Schneebesen klumpfrei zusammenrühren, kurz unter Rühren köcheln lassen und dann kommen die restlichen Zutaten dazu. 400 ml kalte Milch dazu gießen, außerdem 200 ml Gemüsefond oder Brühe dazu gießen, Milch und Brühe ebenfalls klumpfrei unter die Mehl-Butter-Mischung rühren, das Ganze jetzt erwärmen, zum Kochen bringen, dabei immer schön weiter rühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann. Das Ganze für ein paar Minuten bei mittlerer Hitze und ständigem Rühren köcheln lassen und zum Schluss mit Salz, Pfeffer und etwa einem halben Teelöffel Muskatnuss würzen, die Gewürze unterrühren und danach sind wir fertig. Die Bechamelsoße vom Herd ziehen, ebenfalls kurz zur Seite stellen. Wenn das erledigt ist, können wir die Cannelloni-Röllchen füllen. Dafür stelle ich mir hier als erstes so ein Röllchen in die Pfanne mit der Soße und fülle die Röllchen dann mit einem passenden Trichter und Löffelstiel. Die gefüllten Röllchen danach nebeneinander in eine große Auflaufform legen und das Ganze für alle Röllchen und die komplette Soße wiederholen. Zum Schluss kommt die heiße Bechamelsoße über die gefüllten Cannelloni-Röllchen, gleichmäßig darauf verstreichen. Und wenn das erledigt ist, kommt noch ca. 100 Gramm geriebener Parmesan drüber. Und so gehen die Cannelloni-Röllchen danach in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft oder 200 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 30 bis 35 Minuten, bis alles eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Die fertigen Cannelloni mit Thunfischfüllung anschließend aus dem Ofen holen. So sehen sie dann aus. Zum Schluss noch etwas gehackte Petersilie oder gehackten Basilikum drüber streuen. Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.